Welche Düfte würdet ihr nie wieder kaufen? Ich zeige euch jetzt meine, die ich nie wieder kaufen werde, wo ich schon sage, das ist ekelhaft. Ihr werdet mich vielleicht lynchen, aber ich habe da auch noch was gelesen, das geht gar nicht. Ganz schreckliche Teil. Wir gehen gleich mal rein, Freunde. Gleich mal vorweg, natürlich, mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid, aka Fragrance Talk. So, hier der erste, Jay-Z. Jay-Z Gold. So, Jay-Z, ja, begnadeter Rapper mit geilen Alben, muss man schon sagen, textlich und auch überhaupt, die Alben sind nice, was er nebenbei so macht und was da so alles, das wollen wir nicht drauf eingehen jetzt und so weiter, aber er hat natürlich auch einen Duft rausgebracht, das ist schon ein bisschen her und ich hatte den im Endeffekt ein günstiger Duft. Ich hatte allerdings früher schon ein bisschen mehr bezahlt und wenn ihr seht, hört sich das alles toll an. Heidelbeere, Grapefruit, Ingwer, Kardamom, Lavendel, Vetiver, Amber, Myrrhe, wie auch immer. Und jetzt hier gucken wir uns mal an, eine Ähnlichkeit zu L'Homme Sport oder zum Layton. Also hier zum L'Homme Sport, nein, no way, niemals. Zum Layton, ja, aber ganz ehrlich, Freunde, wenn wenn man das sagt, dass der ähnlich ist wie Layton und das gefällt mir und du musst auch nicht, oder die Heidelbeer, ich bin ein sehr großer Heidelbeeren-Fan, Wildheidelbeeren nehme ich immer in meinen Proteinshake oder auch so warm machen, ne, und dann, ich will jetzt nicht auf Gesundheitssachen eingehen und richtig geil morgens, ne, ich esse morgens eigentlich nichts, aber Heidelbeeren kann man machen mit Kollagen am besten zusammen, sehr, sehr nice. Oder wie gesagt, in Eiweißshake, damit man gleich schon und so weiter. Nein, ich will nicht abschweifen, sonst komme ich so weiter. Und ähm, dieser Duft hier ist, wie bin ich eigentlich jetzt eigentlich auf Eiweißshake und sowas gekommen? Egal. Gut. Ein Duft, den man nicht braucht. Heidelbeere, deswegen bin ich auf Eiweißshake gekommen, hat hier nicht wirklich was viel mit Heidelbeeren zu tun. Es mag sein, dass man das ein bisschen riecht, aber ich finde den Flakon, weil er so dünn ist schon und so kratzig, so ein bisschen schon eklig, finde ich. Aber der Duft ist, muss ich leider gestehen, nicht wirklich top. Hat Ähnlichkeiten, aber es ist Plastik, es ist günstig. Es riecht einfach nicht so, wie Layton wirklich riechen oder wie Layton riecht. Und es gibt viel und es gibt ja einige günstige Layton-Alternativen, die definitiv besser sind als Jay-Z Gold, ne? Also, das vergesst mal, das ist nicht wirklich schön. So, der nächste ist dieser Duft. Und jetzt müsst ihr mich verbessern. Vor paar Monaten ist doch so ein Hype um diese Marke gekommen. Kann das sein? Oder war das eine andere Marke? Ich habe den schon vor Jahren vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich glaube auch sogar auf YouTube und auf Instagram. Aber wirklich vor Jahren. Da gab es, glaube ich, noch nicht mal TikTok. Oder ist das an? Ich weiß das gar nicht. Ich war auf jeden Fall nicht bei TikTok. Ich war ja nicht von Anfang an da. Aber ganz ehrlich, dieser Duft und auch hier, das liest sich alles schön und vielleicht nicht für jeden. Mandarine, Zitrone, Bergamotte, Orangenblüte, das schon mal ja. Dann kommen Neroli, okay, aber Pfirsich, Mandel, Jasmin, Amberholz, Moschus, Safran, Rum, Sandelholz, Kaschmeran, ja, Rum. Dieses alles. Aber nichts findet man wirklich in den Duft wieder. Nicht wirklich. Man hat einfach, wie soll ich sagen, eine Plastikmandarine, alles Plastik, Plastik, Plastik. Ich möchte der Marke nicht so nahe treten, aber es kann das natürlich sein. Ich mochte ja früher auch nicht Angel Share. Jetzt ja. Es kann natürlich sein, dass ich den jetzt mag. Ich habe den jahrelang nicht gerochen, aber meines Erachtens war das schrecklich. Und dann war er auch sehr potent, nicht so wie hier, wir gehen mal rein nochmal hier, nicht so wie hier angegeben. Ich finde, das ist fast zu schwach. Ich fand den sehr, sehr stark. Gut, das ist Jahre her, ne, weiß man nicht, aber und Preis-Leistung, also der ist auch nicht, ich glaube, jetzt noch teurer geworden, die Marke. Also ich finde, das alles passt nicht. Wenn man was so Künstliches in Anführungsstrichen haben möchte, dann sollte man zu Montal gehen. Da kennt man das. Aber das finde ich nicht so. Und jetzt der nächste, huch, da, Coach for Man. Und ich habe nichts gegen hier, was hier auch alles drin ist, Bergamotte. Eigentlich finde ich, das ist das eher, auch wenn Leder drin ist und so weiter. Ich finde, das ist schon ein sehr sportlicher, frischer Duft. Steht hier auch frisch, süß. Ähnlichkeiten, ja, ihr seht das hier ganz bestimmt nicht und das jetzt auch nicht unbedingt, aber ihr seht, das ist ein blau, sagen wir mal, frischer, in Anführungsstrichen frischer Duft. Ich habe nichts gegen solche Düfte. Aber auch der
kann es einfach nicht. Und er kostet ein bisschen mehr. Und wenn man sich dann überlegt, dass man in Drogeriemarkt, egal in welchen Drogeriemarkt jetzt überhaupt, bessere findet für 6 €, für 9 €. Und es geht jetzt nicht, es kommt mir nicht mit: „Ja, aber müsst ihr sehen, was du da raufsprühst mit Inhaltsstoff.“ Ja, Coachman wird bestimmt super super teure, geile, nicht schädliche Inhaltsstoffe reinballern. Ganz bestimmt nicht, Freunde. Und dementsprechend, ne, ich will nicht sagen, dass da ich komme ja bald zu dem Thema. Ich habe ja letztens 'n Video mit Amelie wieder gemacht. Das kam ja wieder gesagt, ihr feiert ja Amelie oder wenn wir uns da gegenseitig machen, aber da wird ein ernsteres Thema irgendwann mal kommen mit Inhaltsstoffen, weil meine Frau sich damit auskennt, sehr, sehr gut und so weiter. Auch das, auch wenn ich Parfüm-Narr schon bin, Fan, Freak seit über 30 Jahren, heißt es trotzdem nicht, dass das, ihr wisst ja, das wird in Labor und so weiter, es ist nicht alles perfekt. Und ihr könnt euch das auch nicht sprühen oder schlucken, es ist ganz klar. Und deswegen muss man mal einiges darüber erfahren, direkt, richtig. Auch deswegen ist Amelie auch dabei, die das einfach professioneller dann noch mal, wir mal sehen, wann wir das schaffen, das Video, professioneller rüberbringt dementsprechend. Das könnte auch vielleicht ein längeres Video werden, da muss man dann schauen. Dementsprechend aber Coach ist einfach ja kein Duft, wo ich sage, was weiß ich, wie perfekt der ist, und da gibt's viel günstigere Düfte, die besser sind. So, der nächste, da werden mich einige lynchen. Und das ist der CH Man Privé. Warum ist das hier schon auf? Ja, das sage ich euch gleich. CH Man Privé. Ihr seht ja die Bewertung. Ja, die ist toll. Aber ich konnte mit dem Duft gar nichts an. Genau wie ich mit diesem Deckel hier nichts anfangen konnte. Schrecklich, Schrott, Plünn. Und dann der Duft für mich auch. Ich habe dem, glaube ich, 'ne 5 gegeben, I don't know. Will jetzt noch nicht gucken, egal. Und das hört sich auch toll an. Grapefruit, Kardamom, Lavendel, Salbei, ja, Thymian, Whisky, Leder, alles toll, aber nicht, der Duft bringt das nicht wirklich rüber. Auch jetzt natürlich kann es sein, dass meine Nase besser riecht oder das lieber mag als früher. Vor Jahren vorgestellt. Da hat den noch nicht wirklich so einer interessiert. Danach wurde der Hype 'n bisschen größer. Aber hier, das hatte ich vorhin gesagt im Intro, Mast Ravageur. Mit denen wird er verglichen. Allerdings natürlich nur 2. Ich habe einen runtergemacht, weil das ist schon 'ne Frechheit, diesen Duft mit denen zu vergleichen. Und es geht nicht darum, dass das Frédéric Malle ist. Nein, nicht ansatzweise. Darum geht es überhaupt nicht. Ne, nur weil es teuer ist, dies und jenes, muss ich den nach oben setzen und ist ein CH-Man Privé Müll. Nein, darum geht es nicht. Aber habt ihr den Duft, also die beiden, die den Daumen nach oben gemacht haben, ich will euch nicht angreifen, aber habt ihr mal die beiden verglichen? Tag und Nacht. Tag und Nacht. Von männlichen, von Geruchssinn, von allem. Das ist wie Tag und Nacht. Ja, auf jeden Fall, nicht wirklich ein schöner Duft. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben: „Bist du wahnsinnig, Doc?“ Nein, ich finde es einfach nicht. Und zum guten Schluss kommt mein Duft, wo ich sage, warum ich so nicht so Minz-Fan bin, und das ist der Roadster von Cartier. Tatsächlich von Cartier. Minze, auch das hört sich vielleicht ganz toll an, hier unten Minze, Patchouli, und das Schlimme ist, dass der auch noch nicht so schwach ist, aber so eine komische, ich muss leider sagen, ekelhaftige Minze mit der Vanille und dem Vetiver, Lapta nun auch, das passt für mich alles nicht zusammen. Es riecht für mich nicht ansatzweise toll. Ich gucke mal, wie der Duft, das ist jetzt auch schon 'n bisschen her, 10. Also 10, hier 1, das würde ich fast unterschreiben. Leute, das ist, ne, 'ne 1 habe ich nicht gegeben, ne, aber das ist kein wirklich schöner Minzduft. Und das ist dann auch, das Problem, warum ich zum Beispiel keine Minzdüfte so gern mache. Genauso wie Feige. Ich habe einen Feigenduft von Diorama oder wie der heißt, sehr nice, gei für mich der beste Feigenduft bis dato. Ich habe natürlich nicht alle gerochen. Und von Minzduft, ja, Torino 21 ist toll, aber ich kann den auch nicht auf Dauer riechen. Ich habe es dann auch Beach Hut, ist da auch so, ist da nicht auch Minze drin? Ich überlege wirklich, Beach Hut, ich bin 'n sehr großer Amouage-Fan, wisst ihr, aber irgendwie, da könnte ich mal 'n anderen für hinstellen, und im Sommer, ich muss Beach Hut tatsächlich jetzt noch mal probieren, aber wenn der ist fast voll, würde ich den, ich weiß es nicht. Es ist schwer. Ich habe hier nebenbei, ich werde Ihnen jetzt nicht zeigen, wo ist der jetzt? Ne, ist er das? Renaissance von Search habe ich hier stehen.
Den trage ich heute übrigens, mein Scent of the Day. Geiles Teil. Das ist ein schöner Sommerduft. Aber wenn wir hier zurückgehen zu diesen Coach for Men, Roadster und nein, eckig nicht. Schreibt mir in die Kommentare, es würde mich interessieren, was ihr davon haltet und ob ihr dieses Format auch gerne ab und zu mache ich das hier. Dann gehe ich natürlich rein, dann sitze ich hier, dann bin ich nicht in meiner typischen Parfümecke, sondern hier, weil das muss einfach sein. Ich finde es nice, auch mal einfach so da reinzuschauen, hier ab und zu bei Parfumo. Schlagt mir was vor, ob wir auch mal was anderes machen, wo ich reingucke. Und dementsprechend, ja, mit Wax muss man immer gucken. Da gibt es ja so Pfeifen, die das nicht mögen, so, ne? Das gibt's ja auch. Ja, lassen wir so stehen. Und ja, Fakt ist auf jeden Fall, das kann man machen. Ich mache mal demnächst übrigens wieder eine Reaction-Video auf Timo. Der hat ja immer so richtig paar Top 500, Top 1000. Die wollen wir ja dann mal ein bisschen übertrieben, ne? Aber Top 30, Top 20 macht er ja gerne. Ich mache das ja auch ab und zu mal gerne. Ist lange her. Ich hatte ja noch versprochen, meine 50er einfach mal so 50 rauszuhauen oder 100. Mal gucken, das ist auch sehr viel Arbeit. Und schauen wir mal. Aber wenn ich mal über Timo, das hatte ich ja so und so mal gesagt, dass da noch eine Reaction kommt, nochmal da sehen, was er da so, seine Sommer 20, hat er das nicht jetzt gemacht, seine Top 20 Sommer? Ich glaube, ja, die wollte ich auf jeden Fall nochmal eine Reaction wieder drauf machen. Mal gucken, ob das auch wirklich so gut ist. Das wird eine sehr lange Reaction, weil ich hier auch nicht viel schneide, beziehungsweise gar nicht. Und das soll auch so sein. Immer schön uncut. Ich mochte früher Uncut-Filme, am besten aus Österreich bestellt. Ich habe so viel geile Sonderedition, die in Deutschland gar nicht uncut. Und so mache ich das auch hier. So ist das. Deswegen was soll ich wegschreiben? Wenn ich mich verlaber oder versappel, ja, dann ist das so. Wayne, Lil Wayne, interessiert kein Menschen. Außer Lil Wayne natürlich. Lil Wayne ist geil, ne? Ja, dementsprechend Renaissance trage ich heute. Und das war's. Schreibt mal unter, was ihr von diesen Düften haltet. Und sagt mir, ich weiß, es kommen jetzt viele, die sagen, ja, nein, CH Man Privé ist geil. Und die werden bestimmt sagen, ihr müsst ihn jetzt noch mal testen. Ich glaube nicht. Ich weiß. Aber nein, ich glaube. Und Woza werde ich nicht testen. Woza wird einfach nichts für mich mehr sein. Und auch nicht dieser andere da. Und das sind meine Düfte. Ihr könnt mal unterschreiben, welche ihr so habt. Ich habe einen vergessen, und das ist der Blutsperma-Duft. Ihr wisst, von wem ich rede. Mein Endgegner. Sorry. Und der wäre hier auch noch drin. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Magnifique, keine Ahnung. Diesen Duft, der ist natürlich auch noch hier ein absolutes No-Go. Und ich habe nichts gegen Special verbranntes oder metallisches Blut zu riechen. Nein, aber der riecht einfach, was in meiner Nase bleibt, wo ein wirklich übel wird. I don't know, Alter. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ihr könnt reinschreiben, was ihr davon haltet. Dann bin ich raus. Grüße gehen raus an euch und meine Mitglieder. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde.